So, herzlich willkommen zu diesem dritten Webinar. Wir werden heute das Dokumentenmanagement ein bisschen anschauen. Dieses Webinar wird, wie auch die anderen vorher, kurz und knapp sein. Wir werden wahrscheinlich ungefähr so 45 Minuten über das Dokumentenmanagement sprechen. So, zuerst ein paar Informationen zu diesem Webinar. Wir können Sie nicht hören und wir können Sie auch nicht sehen. Sie können uns hören und zum Teil auch sehen. Wir werden dann nachher die Webcams ausschalten und Sie erst wieder einschalten, wenn wir Fragen besprechen. Sie haben rechts von Ihrem Bildschirm haben Sie alle so ein Webinar-Panel. Dort haben Sie verschiedene Sektionen drin und sagen wir im unteren Drittel dieses Panels haben Sie eine Sektion, die Fragen heißt. Dort können Sie Ihre Fragen reinschreiben und wir bekommen die dann und mein Kollege Pascal Lotta wird diese sammeln und je nachdem dann stellen, wenn wir sie direkt bearbeiten können. Die Fragen, die wir nicht bearbeiten können während dem Webinar, werden wir dann im Anschluss direkt per E-Mail beantworten. Ich arbeite heute in Time Sensor Legal Version 7. Pascal, willst du auch noch kurz etwas sagen? Ja, schönen guten Mittag auch von meiner Seite. Schön, dass Sie sich zahlreich eingefunden haben. Fragen bitte immer schön an mich stellen über die Fragefunktion, wie das Regula gerade vorgestellt hat. Wir beantworten gerne alles. Und ja, bitte genießen Sie unser Webinar. Gut. Also, was werden wir heute anschauen? Wir werden Ihnen zeigen, wie Sie eine Wiedervorlage für ein Dokument einstellen können, wie Sie ein Dokument direkt aus Time Sensor per Mail verschicken können, sei das an einen Empfänger oder an mehrere. Dann, wie können Sie ein Dokument per Ticket verschicken? Wie können Sie einen Workflow erstellen und wie können Sie diesen auch bearbeiten? Und dann am Schluss zeigen wir Ihnen auch noch, wie Sie die Dokumentenzentrale benutzen können. Die Dokumentenzentrale ist ein Feature, das sich nur bei der First Edition und der Business Edition befindet. Also wenn Sie eine Easy oder eine Smart Edition haben, dann haben Sie keine Dokumentenzentrale. So. Also, wir würden jetzt unsere Webcams ausschalten, aus Performancegründen, und wir werden sie dann wieder einschalten, sobald wir ein paar Fragen bearbeiten. So, als ersten Punkt werde ich jetzt zeigen, wie Sie eine Wiedervorlage für ein Dokument hinterlegen können. Vielleicht für unsere Schweizer Kunden eine Wiedervorlage ist so wie eine Erinnerung an ein Dokument. Ich öffne meine Demo-Version. Und ich melde mich als Robert Reimann an, das ist der Assistent. So. Ich habe jetzt hier ein Dokument bekommen, das werde ich jetzt archivieren und auf dieses Dokument werde ich dann eine Wiedervorlage für die Anwältin einstellen. So, dann gehe ich in die Mandatsmappen und suche mir die richtige Mandatsmappe raus. Ich klicke aufs Archiv, ich nehme mein Dokument hier und lasse es einfach per Drag and Drop ins Archiv reinfallen. Und dann sage ich Archivieren. So, Sie sehen jetzt hier oben ist mein Dokument und ich kann jetzt mit einem Rechtsklick
Auf dieses Dokument kann ich hier neue Wiedervorlage auswählen. Die Anwältin, für die ich die Wiedervorlage einstellen will, das ist die Franziska Friedrich, die ist jetzt hier bereits hinterlegt, weil sie die Mandatsführerin ist. Das sehen Sie auch hier oben mit dem Foto da. Im Titel hier oben sehen Sie Wiedervorlage von Klage.pdf. Es nimmt also automatisch den Titel des Dokuments. Ich kann hier noch Erinnerungen einfügen, wenn ich möchte, oder eine Kategorie, falls Sie denn Kategorien benutzen. Ich sage jetzt hier die Wiedervorlage Freitag, 1. April. Ja, das ist gut. So. Dann ist die Arbeit vom Assistenten eigentlich schon gemacht und ich kann mich jetzt als Franziska Friedrich einfügen. So. Wenn ich jetzt in den persönlichen Bereich von Franziska Friedrich reinklicke und in den Fristenkalender gehe, dann sehen Sie, haben wir hier für den Rothschild Fabiano eine Wiedervorlage. Die Wiedervorlage erkennen Sie an diesem orangen Fähnchen. Ich öffne diese Wiedervorlage und da ich ein Dokument verlinkt habe oder da ich diese Wiedervorlage für ein Dokument erstellt habe, kann ich hier unten direkt sagen, Datensatz öffnen. Ich klicke da drauf und jetzt sehen Sie, öffnet es mir die Mandatsmappe. Und vielleicht können Sie sich erinnern, als ich vorhin genau diese Mandatsmappe offen hatte, waren hier noch mehr Dokumente archiviert. Ich sehe jetzt hier im Moment nur die Klage, weil die Wiedervorlage habe ich für dieses Dokument erstellt. Sie sehen auch hier oben bei der Suchfunktion ist jetzt die Dokumenten-ID drin. Die 13400 ist die Dokumenten-ID dieses Dokuments. Deswegen wird mir nur dieses angezeigt. Sobald ich das rauslösche, sehe ich die anderen auch. Okay, ich mache das nochmal. Ich habe hier in meinem Fristenkalender die Wiedervorlage geöffnet mit einem Doppelklick. Ich habe gesehen, es handelt sich um ein Dokument. Ich sage Datensatz öffnen und es wird mir nur das relevante Dokument angezeigt. So. Sie haben es vielleicht gehört, ich habe hier auch noch ein Ticket bekommen. Das ist okay, ich habe das erledigt. Ich schicke das weg und das rote Blinken verschwindet auch. So. Dann kommen wir jetzt schon zum zweiten Punkt. Wie kann ich ein Dokument direkt aus Timesensor per Mail verschicken? Ich gehe jetzt hier wieder in eine Mandatsmappe rein. Ich nehme jetzt mal dieses Mandat hier. Da habe ich die gerichtliche Verfügung drin. Und Sie sehen hier, ich habe auch ein paar verbundene Kontakte. Ich kann jetzt hier, wenn ich diese gerichtliche Verfügung verschicken will, mache ich auch wieder einen Rechtsklick und dann sage ich per E-Mail senden. Timesensor fragt mich jetzt, an wen möchte ich das denn senden? Möchte ich das nur an den Mandanten schicken oder möchte ich das an alle schicken? Ich sage jetzt mal, ich will die an alle schicken. Dann kann ich hier alles auswählen und auf OK klicken. Jetzt wird bei mir mein Standard-E-Mail-Programm geöffnet. Sie sehen, das ist bei mir Apple Mail. Es wurde eine E-Mail erstellt und die 3 Kontakte, die ich hier verbunden habe, sind automatisch ins richtige Feld eingefügt worden, plus eine Blindkopie an die E-Mail-Adresse, die in den Timesensor-Einstellungen hinterlegt ist, damit die E-Mail, die ich rausschicke,
automatisch archiviert wird. Außerdem haben wir hier im Betreff das Aktenzeichen, damit Timesensor auch weiß, zu welcher Akte diese E-Mail hinzugefügt werden muss. Die Anrede wird immer vom Mandanten gezogen, wenn Sie hier alle drei als Empfänger auswählen. Plus, wir haben hier das Dokument, welches ich hier vorher markiert hatte. So, ich habe vorhin noch vergessen, meine Mausklicks anzuzeigen. Ich schalte das mal kurz ein, damit Sie auch sehen können, was ich hier klicke und was ich da auf meiner Tastatur drücke. So. Das ist die einfachste Art, wie Sie eine E-Mail verschicken können, aus Timesensor hinaus mit einem Anhang. Sie können aber auch diesen Anhang hier, diese gerichtliche Verfügung, an alle drei Empfänger schicken, aber an jeden Empfänger ein separates E-Mail erstellen lassen. Wir gehen wieder gleich vor, Rechtsklick, per E-Mail senden, alles auswählen, aber jetzt will ich, dass Timesensor 3 E-Mails erstellt. Ich halte jetzt die Alt-Taste gedrückt und klicke auf OK. Jetzt sehen Sie, ich habe 3 E-Mails bekommen, jeweils mit dem richtigen Empfänger drin, die Blindkopie an die Timesensor interne E-Mail-Adresse, das Aktenzeichen und die Anrede spezifisch zum Empfänger. Plus natürlich das Dokument, das ich verschicken will. Also nochmal zum Unterschied, wenn Sie einfach nur Rechtsklick per E-Mail senden, alles auswählen, OK, klicken, dann gibt es eine E-Mail an alle 3 Empfänger. Wenn Sie aber Rechtsklick per E-Mail senden, alles auswählen und dann die Alt-Taste gedrückt halten und auf OK klicken, gibt es 3 E-Mails. So gehen Sie vor, wenn Sie ein Dokument per E-Mail an außenstehende Personen schicken wollen, die nicht mit Timesensor arbeiten. Wenn Sie aber einem Kollegen ein Dokument weiterleiten möchten, dann müssen Sie nicht den Schritt über die E-Mail gehen. Sie können solche Dokumente auch per Ticket verschicken. Ich mache auch hier wieder einen Rechtsklick und sage jetzt als Ticket versenden. Dann erscheint dieses Ticket hier. Ich kann den Empfänger wählen. Ja, schicken wir das doch mal an den Michael Muster. Und ich kann noch einen Text reinschreiben. Und dann sage ich verschicken. So. Ich melde mich jetzt kurz als Michael Muster an, damit Sie sehen, wie dieses Ticket aussieht. So, wir haben das akustische Signal und den orangen Dot hier. Ich klicke da drauf und sehe, ich habe ein Ticket bekommen. Mit einem Doppelklick kann ich das aufmachen. Und da ich jetzt auch hier ein Dokument verlinkt habe, habe ich hier unten den Button Datensatz öffnen. Wenn ich hier draufklicke, dann geschieht wieder das Gleiche. Ich sehe die Mandatsmappe, die wird automatisch im Archiv geöffnet. Ich sehe nur das relevante Dokument, weil die ID hier oben verlinkt ist. Dann kann ich das öffnen, ich kann das anschauen, prüfen, was auch immer
und sage dann, okay, ist erledigt. So. Jetzt sind wir bereits mit den ersten 3 Punkten durch. Pascal, wie sieht es aus? Hast du Fragen? Ja, Regula, ich habe ein paar Fragen reingekriegt. Die erste, die ich dir gerne stellen würde, die lautet, wenn man jetzt bei einer Adresse mehrere E-Mail-Adressen angelegt hat, also im Adressdatensatz. Nehmen wir an, wir haben 2 oder 3 E-Mail-Adressen hinterlegt von diesem Mandanten. Wie kann ich vorgehen, um dann auszuwählen, an welche E-Mail-Adresse ich jetzt ein Dokument schicken möchte oder eine E-Mail verfassen möchte? Standardmäßig wird die E-Mail immer an die erste Adresse geschickt. Also wenn Sie zum Beispiel 3 Adressen hinterlegt haben, dann wird die E-Mail an die erste Adresse geschickt. Wir haben aber natürlich immer noch die Möglichkeit, manuell den Empfänger auszuwählen. Wenn wir zum Beispiel, gehen wir jetzt hier mal bei diesem Mandanten rein. So, ich füge jetzt hier kurz mal eine zweite E-Mail hinzu. So. Dann sehen Sie jetzt hier in diesem Feld habe ich 2 E-Mail-Adressen drin. Ja? Ich kann natürlich auch über diesen Weg gehen, Dokument auswählen, die richtige E-Mail-Adresse auswählen und dann aufs E-Mail-Icon klicken. Das geht auch. Genau. Wenn ich hier sage, per E-Mail senden, dann kann ich auch hier, Sie sehen jetzt, auch hier zeigt es mir beide Adressen an. Ich kann auch hier natürlich beide Adressen auswählen. Wunderbar. Beantwortet das die Frage? Hoffentlich. Ich nehme es mal an und ansonsten machen wir nachher weiter mit Follow-up-Questions. Dann hätte ich noch eine zweite Frage und zwar geht es darum, dass wenn man jetzt ein Dokument ins Timesensor einfügt, da kann man ja am Anfang, also wenn man es per Drag and Drop einfügt, festlegen, also Dokumenteneigenschaften festlegen und Schlagwörter festlegen. Wo macht man das, wenn im Nachhinein, also wenn das Dokument schon drin ist, wo kann ich da im Nachhinein Schlagwörter beifügen? Das können wir machen, wenn wir das Dokument, das wir bereits archiviert haben, einmal anklicken. Und dann sehen Sie, erscheint dieses blaue i hier oben, dieser Info-Button. Klicken Sie da drauf. Und dann können Sie die Attribute dieses Dokuments noch ändern. Hier unten sehen Sie Schlagworte. Also wenn Sie alle Ihre Dokumente verschlagworten und Sie haben das bei einem vergessen, dann können Sie hier einfach reinschreiben. Grün, gelb, blau, rot. So. Schließen das. Und so werden die Schlagworte dann gespeichert. Wenn ich es jetzt wieder öffne, dann sehen Sie, sind die da. Genauso kann ich natürlich auch den Namen des Dokuments noch verändern. Also wenn ich jetzt hier die Extension nicht unbedingt sehen will, kann ich die rauslöschen. Dann sehen Sie, ist sie auch hier im Namen weg. Okay, vielen Dank. Dann lass mal dich mal weiter machen mit dem zweiten Teil, mit den nächsten Punkten. Danke. Gut, dann schalte ich jetzt hier meine Webcam wieder aus und ich aktiviere jetzt kurz eine Kurzumfrage. Da müssen Sie nur auf Ja oder Nein klicken, nur damit wir wissen, wieso der Wissensstand bei Ihnen ist. So.
Okay, gut. Also dann vielen Dank fürs Abstimmen. Sehr interessantes Resultat. Dann zeige ich Ihnen doch gleich, was ein Workflow ist und wie Sie so ein Workflow hinterlegen können. Ich suche mir wieder eine Mandatsmappe raus. Ich gehe mal wieder hier in die 018 rein. So. Ich erstelle jetzt hier in den Entwürfen erstelle ich ein Dokument. Ich nehme mir hier ein For the Right Dokument raus und zwar nehme ich Auftrag und Vollmacht. So, Entwurf. Ich habe jetzt hier 3 Tabs, 3 Dokumente. Ist okay so. Ich schließe es und sage Speichern. Mandatsübernahme, das ist gut, das ist alles gut. Speichern. So. Also. Jetzt habe ich hier den Entwurf meines Dokuments. Ich möchte dieses jetzt in meiner Kanzlei zirkulieren lassen, damit es verschiedene User bearbeiten können und damit die auch benachrichtigt werden, hey, bitte dieses Dokument bearbeiten. Ich wähle das Dokument also einmal aus und klicke hier oben auf dieses kleine Zahnrädchen und sage dann Freigabe einholen. So. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie ich diesen Entwurf in Umlauf geben kann. Ich kann entweder der Reihe nach, das heißt, die von mir ausgewählten Benutzer kriegen das Dokument einer nach dem anderen, oder ich kann es gleichzeitig. Ich zeige Ihnen kurz beide Vorgehensmöglichkeiten. Wenn ich der Reihe nach sage, dann kann ich auswählen, wer es zuerst bekommt. Ich sage jetzt zuerst bekommt es der Heinz, dann die Franziska und dann kriegt der Simon. Und Sie sehen, die Reihenfolge wird jetzt hier mit kleinen roten Nummern gekennzeichnet. Außerdem möchte ich selber, ich bin als Michael Muster angemeldet. Ich möchte informiert werden, sobald die Freigabe von allen dreien erfolgt ist. Die Deadline 2.4. Na, ich setze die mal auf heute. 1. April. In der Demo-Version ist immer 1. April 2016, nicht, dass Sie sich da fragen. Kurzmitteilung kann ich noch sagen, bitte freigeben. Und dann sage ich Freigabeprozess starten. So. Sie sehen jetzt hier, der Status hat sich verändert. Der ist von in Arbeit zu umlaufend gegangen. Ich melde mich jetzt kurz ab und melde mich als Heinz wieder an. So. Der Heinz, der hat ein Ticket bekommen. Da steht, bitte freigeben. Ich öffne dieses Ticket mal. Okay. Ich habe jetzt hier den Entwurf in Arbeit. Ich mache da einen Doppelklick drauf. Und dann öffnet sich automatisch das hinterlegte Dokument. Ich kann jetzt hier noch Änderungen drin machen. Was ich auch immer will. So. Ich schließe es und sage Speichern. Ich will auch, dass die Versionsnummer von 1.0 auf 1.1 erhöht wird. Dann sieht man, dass das nicht mehr das Original ist. So, speichern und dann sage ich Entwurf freigeben. Das Ticket ist weg. Wir haben es bearbeitet. Alles gut. Ich gehe jetzt weiter zu der Franziska. Die sollte jetzt nämlich die Freigabe erhalten haben. Genau, die ist hier oben. Wieder das gleiche Ticket, bitte freigeben. Ich kann auch hier wieder aus dem Ticket das Dokument öffnen
Wir sehen Mandatsübernahme 1.1 umlaufend. Und hier unten ist die Änderung, die ich vorhin hinzugefügt habe, drin. Ich mache jetzt hier auch nochmal Franziska Friedrich. So. Und auch hier wieder schließen, speichern, Versionsnummer erhöhen. Entwurf freigeben, Ticket verschwindet. Das Ticket ist jetzt, die Freigabe, das Dokument ist jetzt weitergegangen an den Simon Sample. Der Simon Sample ist heute aber krank oder er ist heute nicht im Büro. Er kann nicht auf Timesensor zugreifen. Ich brauche aber dieses Dokument. Solange es umlaufend ist, kann ich aber damit nichts machen. Ich kann jetzt also hingehen zu diesem Dokument, dieses hier, und kann die Freigabe prüfen. Ich sehe jetzt hier, der Simon Sample, der hat das noch gar nicht gelesen, weil eben der ist krank oder nicht da oder was auch immer. Weil ich als Michael Muster diesen Freigabeprozess gestartet habe, kann ich jetzt den Freigabeprozess löschen und dann wird der Status des Dokuments wieder auf in Arbeit gesetzt. Die Änderungen, die die anderen beiden gemacht haben, sind aber natürlich immer noch da. Das ist der Freigabeprozess, wenn man das Dokument der Reihe nach an die verschiedenen User schickt. Wir können das Dokument aber natürlich auch gleichzeitig an alle verschicken. Ich mache das jetzt hier nochmal. Ich lösche dieses Dokument kurz, so, damit wir das nochmals durchspielen können. So, ich sage hier Info-Mandatsübernahme, Entwurf. Okay, ich schließe und speichere das. Und erstelle wieder dazu einen Freigabeprozess. Dieses Mal sage ich aber gleichzeitig. Sie werden jetzt sehen, wenn wir das Dokument gleichzeitig an alle User verschicken, die es betrifft, können diese User nicht ins Dokument reinschreiben, weil es dann schreibgeschützt ist. Ich sage jetzt auch hier wieder Heinz Humbel, Franziska Friedrich und der Simon. Nach Freigabe informieren. Okay. Und als Kurzmitteilung sage ich wieder, bitte freigeben. Und zwar noch heute. So. Ich setze das Datum auf den 1. April und sage Freigabeprozess starten. Der Status verändert sich wieder auf umlaufend. Ich melde mich jetzt direkt mal als Franziska Friedrich an und zeige Ihnen, was ich gemeint habe mit schreibgeschützt. So, das Ticket ist da, bitte freigeben, noch heute. Aha. Ich kann jetzt den Entwurf hier mit einem Doppelklick öffnen. Sie sehen jetzt hier unten ist ein durchgestrichenes Bleistift. Das heißt, ich kann hier nicht reinschreiben. Das wird nicht gespeichert, wenn ich hier irgendetwas ändere. Ich möchte aber vielleicht trotzdem einen Hinweis oder eine Bemerkung hinterlegen. Dazu kann ich hier oben rechts dieses kleine Dreieck klicken und einen Kommentar hinterlegen. Dann sage ich hier, es hat Schreibfehler. So, ich schließe den Kommentar und der erscheint automatisch hier drin. Ich schließe das Dokument und kann sagen, Entwurf freigeben. So,
Ich logge mich jetzt kurz nochmal ein als Heinz. Dem haben wir die Freigabe ja auch geschickt. Der hat auch wieder ein Ticket. Ich öffne das Ticket. Freigeben, okay. Doppelklick auf das Dokument. Und Sie haben jetzt gesehen, das Kommentarfeld hier ist automatisch aufgegangen. Also wenn es hier ein Kommentar drin hat, dann geht es auch auf. Von Heinz. So, ich schließe das und Sie sehen, ein zweiter Kommentar ist erschienen. Ich schließe das Dokument und gebe es frei. Wenn ich mich jetzt als Michael Muster einlogge und wieder in diese Mandatsmappe reinschaue, dann sehe ich, das ist immer noch umlaufend hier, weil der Simon ist nicht da. Ich mache wieder das Gleiche, Freigabe prüfen. Der Simon, der hat es nicht gesehen. Ich ziehe dann entweder hier rüber, dann ist der Entwurf freigegeben, oder ich kann auch das machen, was ich vorhin gemacht habe und sage Freigabe Prozess löschen. So. Der Status ist jetzt auch freigegeben. Wenn ich das Dokument öffne, öffnet sich auch wieder die Kommentarspalte. Das sind die beiden Arten, wie Sie einen Freigabeprozess starten können. So. Dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt, und zwar zu der Dokumentenzentrale. Ich melde mich jetzt noch einmal als Assistent an, und zwar als Robert Reimann. So. Ich archiviere jetzt hier ein Dokument. Und zwar bei, mal schauen, bei welchem Mandant. Ja, machen wir es hier. Ich ändere hier kurz den Mandatsführer, damit wir das nachher dann auch sehen können. So, ich nehme hier ein Dokument, Drag and Drop, lasse es reinfallen und sage Archivieren. So, den ganzen Tag über archiviere ich so einige Dokumente und mache mir aber nicht die Mühe, dass ich dem zuständigen Anwalt jedes Mal eine Notiz schicke, dass ich irgendein Dokument archiviert habe. Dazu ist eben der Dokumentenstapel gut. Die Dokumentenzentrale, Entschuldigung. Wenn wir uns jetzt ausloggen und wieder als Anwältin einloggen, dann sehen Sie, habe ich hier in meinem persönlichen Bereich einen Button, der Dokumente heißt, und da ist so eine rote 7. Die rote 7 bedeutet, während meiner Abwesenheit wurden 7 Dokumente in Mandaten, die mich betreffen, archiviert. Ich habe in meinen Benutzereinstellungen, habe ich unter Bereich hinterlegt, dass ich gerne benachrichtigt werde mit dieser roten Zahl oben, wenn Dokumente archiviert werden, wo ich Mandatsführer, ausführend, Akquisiteur oder wo ich eine verbundene Adresse bin. Wenn Sie Mandate hinzufügen möchten, bei denen Sie nichts von diesen, keine von diesen Rollen haben, dann können Sie die hier unten mit dem Plus hinzufügen. Zum Beispiel, wen haben wir hier? Ascom. So. In diesem Mandat hier, Ascom Schweiz AG, allgemeine Arbeiten, bin ich nicht Mandatsführer, ich bin nicht ausführend und ich bin auch nicht Akquisiteur. Vielleicht bin ich einfach nur Sachbearbeiter dort drauf, möchte aber trotzdem benachrichtigt werden. Dann kann ich das hier unten hinzufügen. So. Ich gehe wieder in meinen Bereich
und klick auf Dokumente. Die Dokumentenzentrale öffnet sich automatisch immer am aktuellen Tag. Wie gesagt, bei uns ist das jetzt der 1. April 2016 und es werden mir nur die Dokumente angezeigt, die in diesen Mandaten archiviert worden sind, die mich betreffen. Also die Einstellungen, die ich vorhin gerade in meinem User-Account gemacht habe. Ich sehe jetzt hier meinen Assistent, der war fleißig, der hat hier 7 Dokumente archiviert. Ich kann jetzt zum Beispiel, welches will ich aufmachen? Ich will das hier aufmachen. So, okay, ich habe das gelesen. Ich schließe es. Und Sie sehen, der blaue Punkt geht weg. Und hier oben verringert sich die rote Zahl von 7:6. Ich kann natürlich auch sehen, was den ganzen Tag über in der gesamten Kanzlei archiviert worden ist. Dazu muss ich einfach den Status hier unten von ungelesen auf gelesen setzen. Dann sehe ich alle Dokumente, die an diesem Tag, den ich ausgewählt habe, archiviert worden sind. Als Anwendungsbeispiel können Sie die Dokumentenzentrale auch zur Suche nutzen. Wenn Sie zum Beispiel wissen, ich hab mal einen Vertrag erstellt und der ist nicht als Vorlage in der Vorlagensammlung hinterlegt. Ich möchte den aber gerne wieder benutzen. Dann können Sie hier oben den Filter von Tag zu alle wechseln. Ich suche jetzt hier Name, ja, okay, und suche nach Vertrag. Aha, genau, Vertrag Freelance. Das ist genau der Vertrag, den ich gesucht habe. Ich kopiere den, suche mir die Mandatsmappe raus, in welcher ich diesen Vertrag einfügen will. Ich gehe jetzt wieder, wo gehe ich hin? Hier in die Firmengründung. So. Ich gehe in die Entwürfe, mache einen Rechtsklick und sage Einsetzen. Und speichern. So, dann haben Sie diesen Vertrag, den Sie hier bereits einmal benutzt haben und schon archiviert haben, können Sie jetzt hier in den Entwürfen noch einmal einfügen und benutzen. Bitte beachten Sie, dass in der Dokumentenzentrale finden Sie nur archivierte Dokumente. Sie haben also keine Entwürfe hier drin. Sie können in diesem Fenster natürlich auch nach anderen Sachen suchen, also Schlagworte, wenn Sie da irgendetwas drin haben. Ich glaube, vorhin habe ich mal ein Schlagwort grün verteilt. Genau. Und schon sehen wir die gerichtliche Verfügung, weil ich da vorhin das Schlagwort grün reingespeichert habe. Ich kann auch hier wieder den Filter verändern. Zum Beispiel, ich kann sehen, was ist denn in der ganzen Woche so archiviert worden. Ich kann auf Tag gehen und dann sagen, ich möchte gern sehen, was wurde am 3. März archiviert. Aha, gar nichts, da war wohl niemand da. Und ich kann natürlich auch den Filter gelesen wieder rausnehmen, dann sehe ich wirklich nur die Dokumente, die mich betreffen. Das ist ein ziemlich nützliches Feature, wenn Sie zum Beispiel den ganzen Tag unterwegs waren, am Abend dann trotzdem nochmal zurück ins Büro kommen und sehen möchten, was ist denn an Post reingekommen, was wurde zu welchen Mandaten alles archiviert. So, dann habe ich jetzt auch schon 3/4 Stunden gesprochen hier. Pascal, wie sieht's aus? Haben wir irgendwelche Fragen?
Ja, haben wir. Einen Moment. Hier ist gerade eine Frage reingekommen und zwar ging es ganz am Anfang ein bisschen schnell, als du da in der Dokumentenzentrale gearbeitet hast und da kam eine Frage rein, wo stellt man das nochmal ein, dass man benachrichtigt wird, wenn neue Dokumente im Time-Sensor eingestellt werden? Kannst du das nochmal kurz zeigen? Ja, kann ich gerne machen. Ähm, Ob Sie den Bereich sehen oder nicht, kommt wahrscheinlich auch auf Ihre Zugriffsrechte drauf an. Also wenn Sie in Ihrem Benutzer Änderungen machen können, dann können Sie auch den Bereich ändern. Gehen Sie auf Einstellungen, hier unten aus kleine Schraubenschlüsselchen, und dann haben Sie einen Button Benutzer. Jetzt entweder geht direkt Ihr Benutzerkonto auf oder Sie können sich hier Ihres raussuchen. Ich bin als Franziska Friedrich angemeldet, deswegen mache ich hier einen Doppelklick drauf. Dann öffnet sich das Fenster auf dem ersten Tab, Identität. Ich wechsle jetzt zu Bereich, also zum letzten Tab, und kann hier auswählen, wann ich benachrichtigt werden will. Also die Benachrichtigung ist halt dann die rote Zahl, die Sie oben gesehen haben, plus der blaue Dot. Können das Okay. natürlich alles rausnehmen. Das ist wie Sie wollen. Ähm, Außerdem können Sie hier auch, wenn Sie nicht jedes Dokument öffnen wollen, damit der blaue Dot dort rausgeht, können Sie hier auf dieses Zahnrädchen draufklicken und sagen, 6 ungelesene Dokumente auf gelesen setzen. Ich mache das jetzt kurz mal. So. Wenn wir jetzt über den persönlichen Bereich zurückgehen, sehen Sie, die rote Zahl ist weg und ich habe keine ungelesenen Dokumente mehr. Ja, also kurz gesagt, einfach im persönlichen, in den persönlichen Benutzereinstellungen. Genau. Gut, Dankeschön. Dann kam noch eine zweite Frage rein, die ganz interessant ist, und zwar, wie kann ich kontrollieren, dass alle meine roten, also die ausgecheckten Dokumente im TSL auch zurückgespeichert sind? Also wenn man ein Dokument im TSL drin hat, sagen wir ein Word-File oder ein Excel-File und das öffnet, dann erscheint das ja zuerst immer noch auf Rot im Time-Sensor drin und da muss man das einmal zurückspeichern. Wenn man jetzt zu viel, also an vielen Dokumenten arbeitet und viele ausgecheckte Dokumente hat, gibt es eine Möglichkeit im TSL, die alle auf einmal zurückzuspeichern oder zu sehen. Ja, wenn Sie nicht mehr sicher sind, ob Sie jetzt am Ende vom Tag alle Ihre ausgecheckten Dokumente auch wieder eingecheckt haben oder Ihre offenen Dokumente richtig gespeichert, dann können Sie nachschauen, was Sie alles noch offen haben. Dazu gehen Sie auf Adressen, dann klicken Sie, ich klicke einfach immer auf alle, das ist das Einfachste. Und dann sehen Sie, erscheint hier oben das Menü Werkzeuge. Klicken Sie da drauf, gehen Sie zu Suchen nach, dann suchen Sie nach ausgecheckten Dokumenten. Wir sehen jetzt hier gibt es ein Dokument, das offen ist, und zwar beim Rothschild Fabiano. Wenn ich dieses Dokument jetzt ausgecheckt hätte, dann wäre es rot und dann könnte ich es auch direkt aus diesem Dialog hier wieder einchecken. Da das nicht der Fall ist, kann ich es hier nicht einchecken. Ja, weil wir gehen natürlich davon aus, dass das eine Serverversion ist und jeder Mitarbeiter seine Dokumente braucht und auscheckt. Und das wäre jetzt ein anderer Mitarbeiter, also ein anderer Arbeitsplatz, auf dem das Dokument ausgecheckt ist. Genau, Aber dieses Dokument ist, wenn es ja jetzt so wie hier grau ist, dann heißt es ja, dass ein anderer User hat das Dokument vom Server auf seinen Arbeitsplatz geholt. Das heißt, das aktuelle Dokument befindet sich im Moment noch lokal irgendwo in der Kanzlei auf einem Computer.
Und darum, auf dem Computer erscheint es dann rot und darum immer wieder zurückspeichern, dass es jetzt dann wieder auf dem Server lagert. Also die Antwort nochmal ist Adressen, Werkzeuge, ausgecheckte Dokumente. Genau. Dann Also kriegen Sie Sie alle müssen, Ihre ausgecheckten Dokumente in einer Ansicht. genau, Sie müssen bei Adressen, Sie sehen, im Moment ist das Werkzeuge-Menü nicht hier. Sie müssen auf einen Button klicken, dann erscheint es. Gut, okay. Jo, das wären die Fragen unsererseits. Es gibt noch 2, 3 Punkte, die wir dann nachher per E-Mail beantworten werden, aber das wäre es soweit von meiner Seite. Danke, Regula. Danke, Pascal. Ich zeige Ihnen noch kurz, wo Sie fast alles, was ich heute gesagt habe, nachlesen können. Sie kennen bestimmt alle unser Trainingsportal training.timesensor.de für die deutsche Version. Wir haben es natürlich auch auf Französisch und Englisch. Wenn Sie auf History klicken und dann hier Version 7, dann können Sie die Erneuerungen hier nachlesen. Zum Beispiel das, was ich heute gezeigt habe mit dem Erstellen von Wiedervorlagen auf einem Dokument oder mit dem Verschicken eines Dokuments per E-Mail. Das finden Sie hier. Verbesserung im Dokumentenarchiv. Auf der Homepage training.timesensor.de ist übrigens auch die Suchfunktion sehr nützlich. Also benutzen Sie die kleine Lupe, suchen Sie nach irgendwas, nach einem Schlagwort und dann wahrscheinlich stoßen Sie drauf. Das ist sehr Genau, nützlich. wir können jetzt hier, nach was wollen wir suchen, Pascal? Ja. Warte, ich glaube, das ist klar. Ich mache mir Sorgen, dass die armen Leute alle nach was zum Mittagessen schreien. Gut, Ich auch. dann ich suche einfach kurz mal nach Timesheet. So, Okay. nur so zum Zeigen. Ja, Kriegen noch sehen nichts Sie. zum Mittag. Da gibt es noch kein Mittagessen. Sie sehen jetzt hat es geklappt. Sie sehen hier jetzt alle Artikel, wo das Wort Timesheet irgendwie vorkommt. Es sind 3 Seiten. Also wir benutzen das Wort Timesheet oft und gerne. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieses Webinars. Wir werden natürlich auch weiterhin Webinare anbieten und Sie bekommen wie gewohnt über den Newsletter immer wieder eine Einladung. Wir freuen uns, wenn Sie sich anmelden. Und Sie wissen ja, wie es funktioniert. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie uns eine E-Mail, rufen Sie an, wir sind für Sie da. Und Sie können uns auch Ideen für ein Webinar zuschicken, wenn was Konkretes auf dem Herz brennt. Gut. Sehr gerne tun Sie das. So, dann wünsche ich Ihnen allen einen guten Mittag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen.